Willkommen bei Synthosword. Heute machen wir mal wieder einen Patch mit Keyboard, ganz normal. Die zwei Patchkabel, die ihr seht, sind nur dazu da, die Signale hier abzunehmen, um sie auf dem Oszilloskop darzustellen. Das ist einmal das Mixsignal am Ausgang des Mixers und der Hauptausgang. So, da können wir auch schon loslegen. Ich fange wieder mit ein paar Grundeinstellungen an. Der Glide bleibt auf 0. Modmix stellen wir ganz nach rechts auf Noise LFO. Ebenso den Schalter auf LFO als Modulationsquelle. Der linke Schalter ist egal. Die Modulationstiefe stellen wir erstmal auf 6. Die Waveform von dem LFO stellen wir auf Dreieck und die LFO-Rate so ein bisschen unter 6. Oszillator 3 Control schalten wir ein. Die Modulation brauchen wir an der Stelle nicht, die bleibt aus. Ich fange erstmal mit einem Oszillator an, den schalte ich mal ein. Dann sieht man schon schön das Signal oben. Und wir schalten alle Oszillatoren auf Sägezahn und 16 Fuß. Den zweiten auch. Schalte ich mal hinzu. Auch auf 16 Fuß. Und was wir wollen, ist, dass er leicht vertuned ist. Ich drehe den mal ein bisschen über 0. So dass diese Kurven so langsam gegeneinander verlaufen. Den dritten Oszillator stellen wir auf 16 Fuß und auf Dreieck. Den lasse ich aber erstmal nochmal aus. Volume von dem ersten Oszillator würde ich ungefähr auf 5 stellen, die anderen beiden auf 10. Weiter geht's mit hier rechts. Da brauchen wir nur die Filtermodulation, die schalten wir ein. Filtermode bleibt auf Low. Und hier rechts bei den Modifiers stellen wir nur das Sustain bei der Lautniskontur auf 10 und den Rest lassen wir erstmal auf 0. Ich drehe jetzt noch die Cut-Off-Frequency ein bisschen hoch auf ungefähr 1 bzw. -1. Tut mir übrigens leid, dass heute meine Hände und Arme ständig im Weg sind. Ich probiere gerade ein neues Setup mit Standmikro aus, um die Kommentare direkt bei der Aufnahme zu machen, statt Nachvertonung zu machen. Und da stehe ich oder setze ich mir selbst noch ein bisschen im Weg rum. Beim nächsten Video wird es wieder besser. So, und jetzt müssen wir noch einen Ton spielen, um das Ganze zu aktivieren. Nehmen wir jetzt nicht den Kammerton A, sondern eine Oktave tiefer. Und da haben wir unseren Hubschrauber. Wir können jetzt mit der Modulationstiefe das Rotorblattflappen verändern. Und mit der Cut-Off-Frequency den Frequenzbereich ein bisschen verschieben. Wer will, kann jetzt mit dem dritten Oszillator, ich schalte jetzt mal ein, auf Dreieck noch ein relativ tieffrequentes Wummern dazu nehmen. Dafür vertune ich den jetzt auf -7. Das hört man vielleicht auf dem Handy nicht, aber mit Kopfhörer oder Lautsprechern kann man es deutlich vernehmen. Nochmal aus. Und nochmal ein. Das war es dann auch schon für heute. Viel Spaß beim Hubschrauben und bis zum nächsten Mal.